Eine PRP-Therapie ist ein Platelet Rich Plasma Therapie, also ein Thrombozyten angereichertes Plasma, wo man verwendet, um die Kollagenproduktion aufgrund der Wachstumsfaktoren in den Thrombozyten, sowas wie TGF-Beta, TGF-Beta-3-Alpha, dass die Fibroblasten, die Kollagen produzieren, anregen und dass von einem schlechteren Kollagentyp 3 ein besseres Kollagentyp 1 entsteht. Eigenblut kann man sehr gut für Haare verwenden. Wir wissen, dass das Eigenblut die Haarwurzeln stärken kann. Aus meiner Erfahrung ist es sehr effektiv bei Frauen, fast effektiver wie bei Männern, die gerade im hormonellen Wechsel ein bisschen durch Haarausfall leiden, können eben diese Wachstumsfaktoren dazu beitragen, dass die Haarwurzeln nicht so leicht ausfallen. Wir verwenden auch PRP-Therapie nach Haartransplantation bei Männern, um eben die Haarwurzeln zu stärken. Die Patienten, die für eine PRP-Haarbehandlung geeignet sind, sind zum einen Frauen, die unter Haarverlust neigen oder auch nach Haartransplantationen oder auch schon, dass man zur Haartransplantation vorher Eigenblut einspritzt, bevor man die Haare transplantiert, um eben das Bett für die transplantierten Haare möglichst günstig zu gestalten. Der Vorgang dieser PRP-Behandlung bei Haaren ist ziemlich einfach. Wir nehmen den Patienten mit ca. 20 Milliliter Blut ab. Wir haben spezielle Röhrchen, die für den ästhetischen Bereich zugelassen sind. Wir nehmen nichts, was nur im orthopädischen Bereich ist, und wir mischen auch nicht dieses PRP-Konzentrat selbst, sondern es ist ein geschlossenes System, wo wir das Blut abnehmen. Danach wird es zentrifugiert. Und direkt im Anschluss, es wird nichts konserviert, nichts aufgehoben, wird das separierte PRP, also das separierte Plasma, wird dann direkt in die Kopfhaut gequaddelt. Und zwar manuell, ohne Maschine. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, also durch Patienten, die wir gesehen haben, wenn man PRP mit einer Maschine injiziert, jetzt vielleicht nicht an den Haaren, aber an anderen Körperbereichen, wie jetzt zum Beispiel den Hals, dass dauerhafte Narben entstehen können. Wie verhält man sich nach einer PRP-Behandlung? Da gibt es nichts Besonderes im Haarbereich. Es wird vielleicht für den Tag noch etwas anschwellen und schmerzhaft sein. Wenn ein blauer Fleck durch einen Einstich entstanden ist, wird der auch wie ein blauer Fleck ein bisschen wehtun. Aber man sollte vielleicht für 3 Tage jetzt nicht extreme Sportarten machen oder jetzt in die Sauna gehen. Aber ansonsten muss man nichts Großartiges beachten. Normalerweise macht man es mindestens 3-mal im Abstand von 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen, sodass man nach 3 bis 4 Monaten den ersten Behandlungszyklus abgeschlossen hat. Und ich empfehle dann den Patienten dann noch ein halbes Jahr abzuwarten, um zu schauen, ob es denn effektiv war. Die meisten Patienten, gerade Frauen, berichten, dass es sehr, sehr effektiv war und machen dann vielleicht den nächsten Zyklus dann im Abstand von einem halben Jahr. Man kann es aber so oft machen, wie man will. Wenn es sehr gut anschlägt und Patienten sagen, okay, es bringt mir viel, dann kann man das auch alle 4 Wochen machen. Die Schmerzhaftigkeit ist hier sehr individuell. Es gibt Patienten, da lassen wir sogar die örtliche Betäubung 1 Stunde einwirken, also so eine Betäubungscreme. Und die Patienten neigen dennoch zu Schmerzen während der Behandlung. Und andere Patienten haben überhaupt keine Betäubungscreme und sagen, es tut nicht weh. Selber hatte ich es noch nicht ausprobiert bei mir. Ich kann es nicht einschätzen, wie die Skala zwischen 0 und 10 ist. Es ist auf jeden Fall so, dass man es spürt. Das Duschen und Haarewaschen nach der Behandlung ist 24 Stunden später möglich. Naja, wir wissen gar nicht, ab wann die Haare wieder wachsen. Bei manchen sieht man, dass die wirklich 3, 4 Wochen nach Beendigung des Therapiezyklus wieder anfangen zu wachsen. Bei anderen kommen sie erst nach einem halben Jahr.
Und dann kann ich nicht sagen, ab wann das wieder nachlässt, weil die meisten Patienten, wenn die Haare angefangen haben zu wachsen, wollen sie eigentlich eine kontinuierliche Behandlung. Aber ich hatte noch keinen, der dann nach einem Jahr kam und sagte, jetzt fängt wieder an, die Haare auszufallen. Risiken hat jeder Eingriff, von blauen Flecken über Infektionen, dass irgendwie eine Schwellung entsteht, ist wie bei jedem Eingriff. Aber dieser Eingriff ist antiallergen, was eigentlich das eigene Blut ist. Es sollten vielleicht nicht Patienten machen mit Leukämie oder die schwerwiegende Autoimmunerkrankungen haben, damit man nicht das nochmal in den Körperkreislauf an einer anderen Stelle zurückbringt. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr komplikationsarmer Eingriff.